Sie haben schon früh im Leben, nämlich mit 5 Jahren, so Ihr eigener Bericht, eine existenzielle Krise erlebt. Ich wollte von der Erde verschwinden, haben Sie damals gesagt. Sie haben das bezeichnet als ein Schlüsselerlebnis. Haben Sie eine Erklärung dafür, außer die Sie selbst gegeben haben? Vielleicht war ich ein bisschen abnorm, heißt die nämlich? Ja, das muss dann ja wohl so gewesen sein im Verhältnis zu anderen, die dann weitergespielt haben. Und ich in dem Moment also doch dieses Erlebnis hatte, dass ich eigentlich alles gesehen hätte von der Welt. Mit 5 Jahren? Ja, das war ein Erlebnis, was ich mit 5 Jahren hatte. Dass also jetzt die Zeit wohl lange genug wäre und ich jetzt abtreten müsste. Dieses Erlebnis habe ich ganz stark gehabt. Und es war natürlich sicherlich nicht nur ein Krisenerlebnis, sondern auch ein Bewusstwerden in gewisser Weise. Ein Bewusstwerden, dass wenn es nun weitergehen müsste, dieses Leben, dass dann alles anders werden müsste. Also das ist, glaube ich, ein Erlebnis für Wandlungen innerhalb der Lebensabschnitte da gewesen. Es ist dann so eine Krise nochmal gekommen, in der Mitte Ihres Lebens, in den 50er Jahren. Da sprechen Sie von tiefen Depressionen, sind zurückgegangen nach Hause, haben auf dem Feld gearbeitet. Was war das für eine Krise? Wodurch war die ausgelöst und was hat sie bewirkt? Hat sie was zu tun mit jener frühen Erkenntnis, eigentlich abtreten zu wollen? Ja, nicht unbedingt, denn sagen wir mal, dieses Erlebnis in meiner frühen Jugend habe ich später aufschlüsseln können. Ich habe gewusst, um was es sich da gehandelt hat. Ich kam aber abermals in eine Krise hinein, wo ich eigentlich wieder in einer Frage stand, wo ich viel ernsthafter eigentlich den Willen hatte, von der Erde zu verschwinden, als damals, noch ernsthafter, noch viel krisenhafter, eigentlich bis zur physischen Zerstörung. Ich glaube, die Menschen, die mich in dieser Situation gefunden haben, die haben festgestellt, dass man mir damals die Stücke Fleisch hätte vom Arm ziehen können. So weit war ich eigentlich schon weg aus dem Leben. Aber es war ein wirkliches Sterben. Es war ein wirkliches Sterben. Und aus diesem Sterben habe ich dann, ja, man nennt das so schön, ich habe mich wieder erholt. Ich habe aber auch nach dieser Phase, also während dieser Feldarbeit, ganz neue Prinzipien mir gesetzt für das zukünftige Wirken. Haben Sie damals künstlerisch gearbeitet schon, wenn ich das dazwischen fragen darf? Ja, ich hatte ja davor sehr viel. Ich meine, während der Krise. Ich habe langsam begonnen, während der Krise habe ich langsam begonnen, wieder zu zeichnen. Also, wenn ich abends vom Felde nach Hause kam, habe ich gezeichnet. Und es ist also gerade die Zeit nach der akuten Krise und die darauf folgenden Jahre eine sehr fruchtbare Zeit für meine zeichnerische Arbeit gewesen. Was war die Veränderung, verzeihen Sie, ich habe Sie da unterbrochen bei diesem Gedanken, was war die Veränderung, die nach der Krise eingetreten ist und die Sie auch als notwendig erkannt haben? Ja, dass ich alles auf neue Begriffe bringen musste. Dass ich also viel intensiver, sagen wir einmal, erkenntnistheoretisch arbeiten müsste. Dass ich also auch Klarheit schaffen müsste mit der ganzen verzweifelten Situation der modernen Kunst, die ja auch ein Grund für meine Krise gewesen war. Die ja auch ein Grund dafür gewesen war. Also da entstehen die ersten, sagen wir einmal, theoretischen Strukturen zur Erweiterung des Kunstbegriffes auf den Menschen hin ganz allgemein. Heraus aus dem tradierten Kunstbegriff, aus dem bürgerlichen Kunstbegriff, aus dem Reduktionismus, der dort herrscht, und hin zu den Phänomenen des Lebens. Hat die Krise auch persönliche Folgen für Sie gehabt? Sie waren damals ja, glaube ich, noch nicht verheiratet. Nein, da war ich nicht verheiratet. Aber wie das immer so ist, spielt eine Frau eine große Rolle in dieser Krise. Sie haben sie danach Es gibt immer einen Auslöser, nicht? Und es war wiederum eine Frau, die ich übrigens immer noch verehre, aber die ich seit der Zeit niemals mehr gesehen habe. Mögen Sie sich eigentlich leiden, Herr Beuys? Ich habe Ihre Frage nicht genau verstanden. Mögen Sie sich, fühlen Sie sich wohl mit sich selber?
Nicht immer. Durchaus nicht immer. Und was machen Sie, wenn Sie es nicht tun? Ich fühle mich, wenn ich es nicht tue, muss ich sehen, dass ein Wille in Bewegung kommt, dass eine Wirklichkeit neu entsteht, nur aufgrund des Willens im Denken. Also die gar keine Rücksicht nimmt auf meinen biologischen Bestand, sondern die rein im Geistigen wirkt. Und dann erlebe ich auch, dass nur das eine Wirklichkeit ist. Nur das. Und dass man auf dieser Wirklichkeit alle weiteren Wirklichkeiten aufbauen kann. Und dass, wenn man sie darauf aufbauen würde, die Welt ganz anders aussehen würde. Und das Negative, was in ihr wirkt, auf diesem Wege heilen könnte. Also dieser Vorgang der Selbstheilung, so, ist übertragbar auf die Gesellschaft. Sagen wir einfach zunächst mal auf andere. Allerdings sicherlich würde ich das nicht fordern unbefragt, sondern ich würde einfach nur sagen, das muss nun wieder von den anderen Menschen untersucht werden. Was da nun an Ideenzusammenhängen vorgestellt wird, aufgrund einer solchen Aktivität, nennen wir es mal ganz allgemein, oder aufgrund eines solchen plastischen Begriffes, der diese Vorgänge wie Plastiken nimmt, also wie unsichtbare Skulpturen nimmt, das sollte von den Menschen gewissenhaft untersucht werden.